Ja, stimmt. Hier, es ist wieder was rausgekommen, okay? Es ist ein neues Video von GameSpot rausgekommen. Vor 4 Tagen. 21, ich weiß nicht, warum die aktuell so frequently raushauen, aber echt aktuell pushen die wieder richtig damit. Und natürlich finden die vor TOTK noch mal 21 neue Dinge, die man nicht über BOTW wusste. Was auch sonst. Es dürfte der letzte Part von TOTK sein übrigens. Vielleicht ist es der letzte insgesamt, ich weiß es nicht. Vielleicht machen die auch weiter mit, während TOTK läuft, so, ich kann es mir vorstellen. Aber ich bin super gespannt. Things you didn't know about Tears of the Kingdom is coming out next month. But before that, we've got one final episode Da kann man nicht langklettern, oder? for Breath of the Wild. Okay, ist die letzte. Ist anscheinend die letzte echt für BOTW. Ist fein, ist fein. So, let's get this show on the road. Some players still haven't. Das ist was ein epischer Moment, aber was ein epischer Moment. Einfach die letzte Folge von dieser wunderbaren Reihe. Die haben mir so viel geholfen. Nochmal Big Credits an der Stelle. Die haben mir so viel dabei geholfen. Halt indirekt, ne? Beim Eisberg. Das ist der Wahnsinn. Ich habe so viele Infos für den Eisberg aus deren Videos gezogen. Sieht man ja auch im Eisberg, dass ich voll viele Szenen eingeblendet habe, wo diese Zahl oben links in der Ecke zu sehen war. Natürlich alles ohne gefragt zu haben. Ich meine, das ist ein Kanal mit 5 Millionen Abonnenten. Ich wäre an die nicht rangekommen so. Aber die machen geisteskranke Arbeit. Noticed that ancient arrows aren't actually true ancient arrows. They're makeshift arrows using ancient daggers wrapped to the end of the arrow. This was shown during the development of Breath of the Wild. In a way. Wusste ich. Habe ich, glaube ich, im Eisberg sogar angesprochen, oder? Man sieht hier, dass der normale Pfeil dran gebunden ist. Und deswegen braucht man ja auch zum Craften einen Pfeil. Man braucht immer ganz normale Pfeile, um antike Pfeile zu craften. Wrapped to the end of the arrow. This was shown during the development of Breath of the Wild. In a way, this makes sense now because this is a similar concept to the incoming fuse mechanic. Da habe ich tatsächlich irgendwie nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist sehr logisch. Ja, das ist eigentlich genau die Synthesefunktion. Wow. In Tears of the Kingdom. Wow, As you wirklich. know, Molduga are weak to bombs and bomb arrows, but this also includes the bomb barrel. Easy Lol. pickings. Ja, aber wo kriegt man das Bombenfass bitte her? Wo kriegt man ein Bombenfass her? Ich weiß nur, dass, ich wusste nicht mal, dass Moldoras ehrlich gesagt immun gegen, also anfällig für Bomben sind. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich wusste nur, dass der Königsmoldora anfällig für Elektro ist. Molduga are Interessant. attracted to any active noises, including your footsteps, which makes most players go for the standard tactic of turning tail and running for high ground to use bombs as noise distraction. Ja, man kann auch einfach Bomben woanders droppen. Man kann auch einfach auf der Stelle stehen bleiben, schnell eine Bombe woanders hinwerfen und die dann einfach halt, weil sie sich weiter bewegt, But ne? this noise system is more dynamic than you think, because the Molduga will target the last known loud location it heard. So by making loud footsteps on purpose, then either crouch jumping away or then equipping a stealthier clothing set, you can Das ist krass, okay, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also anscheinend kann man echt so das Sneak-Outfit ausrüsten, um dann einfach leiser zu sein. Ich dachte echt, die spüren das durch den Sand. Ich wusste nicht, dass sie das hören. Ah, das ist voll interessant. Ich hatte aber auch immer ein bisschen mit Moldoras zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin mit denen nie so gut klargekommen irgendwie. with good enough aim, you can use Yunobo to actually take out some of the sentries ahead of you instead. When doing the Wusste ich auch nicht, aber hätte ich mir fast denken können, ehrlich gesagt. Aber finde ich krass. Shield Surfing Challenge, Selmy makes sure that you have some room in your bag before you leave, so she can hand you a shield prize when you get back. Well, if you happen to pick up a shield during your race, when you finish, she'll get confused and say she swears she saw you leave with room in your bag before you left. Allein das wieder! Sie merkt einfach, dass du auf dem Weg ein Schild eingesammelt hast, weil du davor eigentlich noch Platz hattest, aber dann auf einmal nicht mehr. Yeah. Junge, dafür wurde eine Textbox geschrieben! Nintendo, ich liebe euch. Aonuma, ich liebe dich und dein ganzes Team, wirklich. Melly will also look out for you when you're low on health. When she's cooking by the stove, if Link is low on hearts, she'll specifically recommend you rest up by the nearby inn, instead of normally advising you to be careful on the roads at night. Nana also reacts and knows about the champion's tunic specifically, since her mentor is Pura and has told her about the Sheikah Slate and Link's story. Many Das ist so cool. Das ist so cool, was sie für einzelne Dialoge jedes Mal haben, ne? Ich feiere das so ab, ohne Spaß. Pura and has told her about the Sheikah Slate and Link's story. Many places in Hyrule can thunderstorm, but Nintendo coded most snow regions to never have thunderstorms, such as the Hebra Mountain Range, Gerudo Highlands, and Mount Lanayru. But this can happen in several circumstances naturally, such as on Mount Hylia, on top of the Akala Tower, and also unnaturally by moon jumping above the freezing layer during a regular thunderstorm. This also shows how thunderstrikes do secondary fire damage as well. You just usually never see this because while you're wet during the rain, being wet protects you from the fire damage as well, as we've shown before. Das wusste man aber. Also das wusste ich aber schon, dass man schon Schaden nimmt von
ja, selbst wenn man den Donnerhelm aufhat, weil für den Donnerhelm bekommt man ja keinen Blitzschaden, ja. Aber ich weiß trotzdem, dass man sich verbrennt, weil man halt eben, weil der Blitz einschlägt, dann brennt ja alles um einen rum so. Und dann kriegt man trotzdem Schaden durch das Feuer. Das wusste ich schon. Ich frage mich gerade aber auch, wo man das sieht. Also, wie gesagt, ich weiß das, aber ich weiß gerade nicht, woher ich das weiß. Weil eigentlich, logischerweise, wenn es gewittert, regnet es auch immer und dann kannst du keinen Feuerschaden kriegen. See this because while you're wet during the rain, being wet protects you from the fire damage as well. Das sieht so geil aus, einfach, das wusste ich ja auch schon, aber das sieht so wild aus. As we've shown before. Did you know that water Octoroks are totally capable of being on land? Nintendo even presumed this would happen, as the Octoroks have on-land animations just like forest Octoroks. One strange mystery still Wie kriegt man die da hin, ist die Frage. Kann man die einfach wegpusten mit dem Krogfächer oder so? Weil er hat doch gerade einen Krogfächer, oder? Ja, den Krogfächer. Ich gehe mal davon aus, dass er mit dem Krogfächer einfach ihn rübergepustet hat, aber ich wusste nicht mal, dass das geht. And these random patches found around Mount Rome. It's unknown why this mechanic was mostly ignored after the Great Plateau. If you sit in a fire, you obviously take burning damage, but there's a special weird trick with grass for this. If you want to spread a little wildfire on your own through normal grass, try lighting yourself on fire first, then crouch walking. This will continue to ignite fresh grass around you. Ey, ich wollte gerade sagen, er nimmt keinen Schaden. All the while keeping Link on fire without taking extra damage, basically becoming a walking matchstick. Using this while hiding in tall grass can net some kills on unsuspecting foes. Hä, das ist voll krass. Hä, okay, das ist wie geht das denn? Ich hatte auch mal so, was habe ich denn gespielt? Das war das Video, wo ich BOTW im Dunkeln durchgespielt habe, ja? Da war alles komplett dunkel, also wirklich so komplett pechschwarz einfach. Und da hatte ich nur so eine Laterne, so eine permanente Laterne irgendwie am Gürtel. Und da war wirklich Feuer. Da war quasi wirklich Feuer dran. Und auch wenn ich die nicht ausgerüstet hatte, hing die am Gürtel so bei Link. Und deswegen bin ich einfach immer, wenn ich durchs Gras gelaufen bin, habe ich alles um mich rum angezündet. Auch wenn ich keine Waffe gezückt hatte und sowas. Das war ein bisschen nervig. Deswegen habe ich damit ein bisschen rumexperimentiert so. Aber das habe ich noch nie gesehen. On them, did you know that tropical tree leaves count as cover from the rain? Pretty handy for making a campfire while it's raining. Wusste ich. Das ist wahrscheinlich auch, das ist auch genau die Stelle, ne? Das ist beim Wasserfall, glaube ich, weil da regnet es andauernd. Und da musst du im Prinzip unter den Baum, weil du da ganz gut für Faro drauf haben kannst. Weil immer, wenn du bis morgens wartest, spawnt Faro dran an der Stelle. Und ist halt nervig, wenn es andauernd regnet, dann kannst du kein neues Lagerfeuer mehr machen. Ja. We've also shown before how you can stasis a tree to create a makeshift cover for you to create a campfire. Ja, das ist auch geil. There's another neat trick to creating a campfire out in the open during rainy weather, which is to cut down the tree into a log, then quickly switch to a flame blade, break the log, and press A immediately. You're then able to use this campfire as a resting place, even after the flame goes out. Wobei, das wusste ich, glaube ich, nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch schon krass. That while Link uses his hands and legs while climbing, he technically only needs his upper body to be connected to be able to. Was zur Hölle? Also, ich habe das so oft probiert, ne? Ich habe so oft versucht, an so kritischen Stellen zu klettern, das hat nie funktioniert. Warum kriegt er es hin? Climb. This, in a way, sort of makes sense. This can let Link shimmy along climbable surfaces, and even let you sneak up on some unsuspecting enemies in certain situations. Als ob! This is a very common trick among speedrunners, but some casual players still haven't seen the faster way of doing these matching tree. Ja, wir haben's immer im Modded Mastermod Projekt gemacht. Immer schön den einen Apfel mit Stasis anhalten und dann den Baum fällen, ja? Ey, merkt ihr, langsam könnt ihr mir nichts mehr vormachen. Ich kenne inzwischen viel zu viel. Korok seeds. Removing these fruits. Ja, das ist auch wack. So ist auch wack. Man muss schon den Baum hochklettern und selbst pflücken. Also mit Pfeilen ist ja richtig schlecht. Ist ja richtig schlecht einfach, wirklich. One by one to match the others is a royal pain. So instead, just stasis the matching fruit, then cut down or bomb the rest of the tree. Aber Bomben geht sogar auch. Das ist krass. When reviving a horse with Malanya, it'll mention that it died due to an unexpected accident. But did you know that Malanya will change this? Ich weiß, Marlon weiß tatsächlich, ob du das Pferd getötet hast oder ob es wirklich durch irgendwo runtergefallen ist. Weil wenn du es irgendwie abgestochen hast mit einem Schwert oder sowas, dann wird er sagen, so hast du es mit Absicht gemacht oder sowas oder, ne, dann ist er irgendwie böse. Response in different ways depending on how it died. It can see several death circumstances, such as if it died in an explosion. Hat er gerade keinen Schaden genommen? Wie hat er bitte nur 1,5 Herzen Schaden genommen durch einen Bombenpfeil von einem Leuen? Such as if it died in an explosion, died to a guardian. Ja, das wusste ich auch, Or you yourself killed it. Ja. You killed it. You!
Melania will How could you? Ja, das wusste ich. give you the benefit of the doubt that it was just an accident, but I kick you in the chest. Okay, alles klar. you know you have a guilty conscience about it. I just. There's a strange phenomenon that only happens during the Gerudo's Perfect Drink quest. When you transport the ice block from the ice house to Ferosa on the other side of these ruins, exploring the sides of these ruins will have oddly placed bokoblins surrounded by floating campfires, all staring off into the distance in the same direction. At night, the Okay. campfire also lights up on its own. It's theorized that these bokoblins would light their weapons and would deter Link from taking his ice block too far away from the center path. But it's clear that this was completely forgotten by the devs, and this undeveloped area has enemies placed haphazardly. All of them staring off into the same direction like this makes it a little creepy. Locations in Breath of the Wild Findet man das auch raus? Wegen einer Quest, wegen einer einzigen Quest. Aber ich glaube, da wird nicht mal gefadet zu Blackscreen. Also ich glaube, die wird nicht mal irgendwie getrennt von, also die wird nicht mal als ein eigenes Dings geladen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie passiert sowas einfach? Wie passiert sowas? Das ist crazy. in English have mostly been explained by Zelda lore experts, linking past Zelda history to their names. But a lot of these location names never mention the lesser-known play-on-words and anagrammed locations. And you can kind of understand the meaning behind these names once you see it. Gisa Crater is rearranged Sagi in Japanese, the word for heron. Strock Lake in Okay. Japanese is Hashibiro Lake, also known as Shoebill Lake, which refers to the shoebill storks, which Strock is an anagram of stork. Tama Lake is short for tamago, meaning egg in Japanese, roughly the shape of this lake. Dronox Pass is an anagram of condor. Lake Kilsey refers to a breed of Schuhschnabel. Die heißen ernsthaft Schuhschnabel einfach? Was zur Hölle? In a Die sind einfach Dinos. Ja, die sind Dinos einfach, ohne Scheiß. Das sind einfach wirklich Dinosaurier. basin, and Hot Spring refers to Sturdenai, aka Starlings. Byron Shelf up north is an anagram of robin, and Lake Totori references tori, a bird in Japanese, which if then reversed is Rito. Now is this all starting to make sense? Alter, Well, crazy. after- Ja, es gibt so viele Easter Eggs bei den ganzen Maps, das ist bei den ganzen Map-Bezeichnungen und sowas, und bei den Orten, das wusste ich, also dass es so viele sind, wusste ich dann auch nicht. Dass es viele sind an sich, ja, und das ist jetzt auch nicht so mega interessant, finde ich ehrlich gesagt. Aber das war ja nicht mal auf andere Zelda-Teile bezogen, von wegen so, yo, das war mal ein Krog aus irgendwie Wind Waker oder so eine Scheiße. Das waren ja einfach so voll viele Vogelarten, so. Und das finde ich schon interessant wieder.